Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Es gibt wieder ein Video und zwar habe ich nicht direkt ein Backvideo für euch. Und zwar, wir machen heute eine No-Bake Tiramisu-Torte. Dafür braucht ihr eine Backform. Ich habe hier jetzt eine wunderschöne Silikonform. Wo es die gibt, das verlinke ich euch unten unter dem Video, also in der Infobox. Ihr könnt aber auch eine normale Springform nehmen. Dann braucht ihr noch kalten Espresso. Dann Löffelbiskuits, so eine ganze Packung, da sind ungefähr so 4 Packungen in einer Packung drin. Und wer mag, kann auch Amaretto dazu geben. Müsst ihr nicht, könnt ihr auch weglassen. Der Amaretto kommt jetzt in den Kaffee hinein, kurz vermengen, zur Seite stellen. Jetzt müssen wir erst einmal, also wenn ihr es mit dieser Form macht, müsst ihr erst einmal die Löffelbiskuit der Form anpassen. Bei dieser Form ist halt einfach so schön, weil sie so Rillen hat. Da passen die genau rein. Also das hat so toll ausgeschaut, aber ihr seht es dann zum Schluss. Ich habe sie mir dann hier zurechtgeschnitten und zwar ja fast alle. Also so 2 Packungen müsst ihr zurechtschneiden. Den Rest braucht man dann für die Zwischenschicht. Übrigens, das Ende bitte auch aufheben, das braucht ihr dann später auch noch. So sieht das Ganze aus. Dann geht es auch weiter mit der Creme. Die geht ganz einfach, besteht aus Sahne, Mascarpone, Zucker und Vanillezucker. Mascarpone in eine Schüssel geben. Da kommt dann der Zucker und der Vanillezucker dazu. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Zitronensaft dazu geben. Das Ganze dann verrühren und nach die ungeschlagene Sahne dazugeben. Wer das nicht möchte und die Sahne lieber vorschlagen möchte, kann er natürlich gerne machen. Da gibt es keinen großen Unterschied. Was ich finde es halt total praktisch, die Sahne einfach reingießen, aufschlagen und dann wird das Ganze auch fest, wie ihr hier sehen könnt. Ja, und dann geht es auch schon los ans Schichten. Als allererstes den Rand, den Löffelbiskuit in den Kaffee tauchen, gut abschütteln und dann einfach am Rand entlang legen. Wenn jetzt ihr eine Springform nimmt, auch einfach am Rand entlang legen, da geht es genauso. Wenn die Löffelbiskuit zu vollgesaugt sind, dann kippen die um und man muss ein bisschen aufpassen, die sind auch ganz leicht zerbrechlich, also taucht sie gar nicht so arg ein. So sieht das Ganze dann aus. Dann kommt auch schon die erste Schicht Creme hinein, einfach so die Hälfte davon in die Mitte geben und dann schön gleichmäßig verstreichen. Jetzt kommt wieder eine Schicht mit Löffelbiskuit. Dafür braucht ihr dann auch die Enden, wo ihr abgeschnitten habt. Den ganzen Boden damit belegen und dann nochmal die restliche Creme darauf verteilen und gleichmäßig verstreichen. Dann zum Abschluss kommt nochmal Löffelbiskuit drauf, dass man so eine Art Tortenboden hat. Und dann wird die Torte, ja die No-Bake-Torte, komplett in Frischhaltefolie gewickelt und dann am besten für 4 Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen braucht ihr dann einen Teller, der auch so groß ist wie die Form, ist klar. Und dann vorsichtig stürzen. Also ich hatte da schon ein bisschen Bammel, weil ich habe es das erste Mal ausprobiert, ob das auch wirklich funktioniert, dass das geht. Also ich hatte echt Angst, dass mir alles auseinanderfällt. Aber ich muss sagen, nein, toi toi toi, ist nicht passiert. Wenn ihr eine Springform benutzt, natürlich nicht stürzen, dann macht das ganz normal wie eine normale Torte eben. Ja, und so sieht es dann aus. Cool, oder? Also ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Bei mir war jetzt die Creme leider Gottes nicht ganz so glatt, aber das tut man einfach ein bisschen mit einem Messer glatt streifen. Und dann wie bei einem normalen Tiramisu kommt obendrauf auch Backkakao. Komplett bestreuen damit und bis zum Servieren bitte kühl lagern. Sieht die nicht toll aus? Das ist doch einmal was anderes, oder? Nicht immer so die normale Form vom Tiramisu in der Auflaufform, sondern mal so richtig schön als Torte. Ja, und das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag und bis demnächst. Tschüss!